Ich wollte eigentlich nur schnell einen Adapter drehen für meine Schleifscheiben auf den kleinen Böhme. Aber wie so oft in der Werkstatt, aus einer schnellen Idee wurde wieder ein richtiges Projekt. Vor dem Umzug habe ich vieles provisorisch gemacht. Hauptsache es funktioniert irgendwie. Auch bei Schleifen war das so. Ich habe 3 Schleifmaschinen, aber sie nehmen viel Platz weg. Und die kleine Böhme steht sowieso immer da, ist angeschlossen und kann mit dem Support sehr genau geführt werden. Darum kam schon im alten Hobbyraum die Idee, die Böhme auch als kleine Schleifstation zu nutzen. Früher habe ich die Schleifscheibe einfach irgendwie gespannt. Hier sieht man meine alte Lösung. Eine 130 mm Röhrenbackenfutter, davor ein kleines 18 mm Backenfutter und dazwischen wurde die Schleifscheibe gehalten. Das hat funktioniert, aber sauber, schnell und wiederholbar war es nicht. Jetzt nach dem Umzug will ich das besser machen. Nicht mehr jedes Mal improvisieren, sondern eine genaue Aufnahme bauen, die ich schnell wechseln kann und die auf die Bühne sauber läuft. Warum auf der Drehbank? Weil ich mir dort verschiedene Adapter selbst drehen kann, weil ich mit dem Backenfutter schnell wechseln kann, weil ich die Drehzahl über die Riemen einstellen kann, bis ungefähr 2900 Umdrehungen und weil ich mit dem Support jeder Winkel kontrolliert einstellen kann. Natürlich muss dafür noch einige angepasst werden, aber für mich ist das die platzsparende und genaueste Lösung. Im Anfang wollte ich nur einen Adapter für alte UdSSR Diamantscheibe machen, aber beim Drehen kam die Idee, warum nur für eine Scheibe? Also wurde daraus ein universaler Adapter für verschiedene Schleif- und Diamantscheiben, 32 mm Aufnahme und unterschiedlichen Dicken. Als Rohmaterial habe ich mir ein Stück von ungefähr 75 mm Länge abgeschnitten. Das war einfach ein 40 mm Stahlstück aus meinem Bestand. Welcher Stahl das genau ist, weiß ich nicht. Bevor ich aber mit dem Drehen angefangen habe, habe ich zuerst den Oberschlitten mit dem Messer kontrolliert. Ich wollte wissen, ob der Oberschlitten parallel zu Backenfuttern läuft. Beim ersten Messen hatte ich auf ungefähr 270 mm Länge etwa 0,1 mm Abweichung. Das war nicht für diese Arbeit zu viel. Also habe ich die Oberschlitten nachgestellt. Danach lag die Abweichung nur noch bei ungefähr 0,01 mm. Damit kann ich leben. Ganz perfekt ist es trotzdem nicht. In der Mitte hat die Messuhr eine leichte Bau gezeigt. Am Anfang und Ende war das Wert fast wieder bei 0. Aber für diese Arbeit reicht mir diese Einstellung. Danach konnte ich mit der Rolling anfangen. Der 40 mm Stahl war nicht perfekt rund, darum musste ich zuerst überhaupt eine saubere Bezugfläche schaffen. Hinter brauche ungefähr 40 mm Spannlänge, damit der Adapter später ordentlich im Backenfutter gehalten wird. Das genaue Maß ist hier noch nicht kritisch. Wichtig ist nur, der Schaft muss unter 30 mm kommen. Mein 130 mm Röhrenbackenfutter hat immer nur 30 mm Platz. Wenn der Adapter dort zu dick bleibt, kann ich später nicht richtig tief und sicher spannen. Also drehe ich diesen Bereich erst einmal grob herunter. Hier geht es noch nicht um die ungültige Passung für die Schleifscheibe. Das kommt später. Jetzt entsteht nur die erste Seite. Spannschaft, Anlagebereich und eine saubere Grundlage für die nächste Bearbeitung. Am Ende habe ich die Fläche noch leicht geschliffen, weil der Stahl beim Drehen nicht so glatt wurde, wie ich gerne hätte, damit ich die erste Seite vorbereite. Die glatte Oberfläche ist nicht nur für die Optik. Bei Schleifen wird die Drehmeisel immer wieder mit Wasser gekühlt. Die Scheibe bleibt aber meistens auf der Adapter montiert, also kann trotzdem Feuchtigkeit an der Adapter kommen. Darum hole ich den Adapter schon vor dem Spannen der Scheibe richtig ein. Auf einer Rauoberfläche bleibt Wasser leicht hängen. Auch Schleifstaub und Schmutz setzen sich schnell fest. Dann kommt Rost viel schneller. Wenn die Fläche glatt ist, nur vor gut geölt wird, hat Wasser weniger Chance, irgendwo hängen zu bleiben. So bleibt der Adapter sauber und rostet nicht so schnell. Jetzt bearbeite ich die andere Seite von Adapter. Hier entsteht die Aufnahme für den Schleif- und Diamantscheibe.
Der Stahl hat beim Drehen extrem gequietscht. Ich habe das Teil zusätzlich mit der Zentrierspitze angestutzt, aber trotzdem war der Schnitt nicht schon ruhig. Mit modernen Wendeschneideplatten lief es nicht so gut, weil ich keine frische Platte mehr hatte. Mit einer alten DDR-Drehmeisel wurde es besser, nachdem ich noch einmal nachgeschärft habe. Das ist genau der Punkt, warum dieses Projekt so lange gedauert hat. Es ging nicht nur ums Drehen, ich musste zwischendurch immer wieder testen, welches Werkzeug auf dieser Stahl überhaupt sauber arbeitet. Hinter messe ich jetzt ungefähr 6,5 mm Wandstärke. Zwischen beiden Aufnahmen messe ich im Moment ungefähr 18 mm. Ende soll dort aber mindestens 20 mm Platz bleiben, damit auch eine 20 mm Scheibe sauber angesetzt werden kann. Die linke Seite drehe ich schon genau auf Maß, ungefähr auf 31,90 mm. Das passt zu meiner Scheibe mit 32 mm Aufnahme. Die rechte Seite lasse ich bewusst noch etwas größer, ungefähr bei 33 mm. Der Grund ist einfach, jedes Backenfutter hat seine eigene kleine Ungenauigkeit. Wenn ich diese letzte Passung gering auf die Böhme drehe, dann entsteht die Aufnahme genau in dem Backenfutter, wo der Adapter später auch laufen soll. So kann ich die Scheibe auf die Böhme genau aufnehmen und die möglichen Wuch von Spannen klein halten. Das ist noch genug Material. Wenn es später nötig ist, kann ich hier noch etwas runterdrehen. Ungefähr 5 mm Wandstärke würde für diese Aufnahme noch reichen. Zwischendurch messe ich immer wieder, damit ich nicht zu viel wegnehme. Zum Schluss plane ich die Seite noch sauber, dann ist der Form für die Universaladapter vorbereitet. Jetzt kommt der letzte große Arbeitsschritt. Zuerst bohre ich mit einem 9 mm Bohrer vor, aber nicht komplett durch. Nur so tief, wie es für die spätere Druckscheibe brauche, also ungefähr 20 mm. Danach nehme ich eine 8,5 mm Bohrer. Da ist der Kernlochdurchmesser für M10 mit 1,5 mm Steigung. Jetzt kann ich das M10-Gewinde schneiden. Nach dem Gewinde kommt der schwierigste Teil. Ich muss den Adapter und die Druckscheibe voneinander trennen. Dafür nehme ich mein sehr dünne geschliffene Schneidwerkzeug, ungefähr 1,5 mm breit. Mit einer dickeren 3 mm Stechstahl schafft meine Maschine das im Moment noch nicht. Darum arbeite ich hier langsam, Stück für Stück, damit nichts klemmt. Nach dem Trennen ist die Fläche natürlich noch nicht perfekt, darum plane ich die Seite von Adapter noch einmal sauber. Danach schneide ich das Gewinde noch etwas tiefer nach, damit die Schraube später genug einen Griff hat. Dafür nehme ich eine PKW-Schraube mit Festigkeit 10,9. An der Schraube ist schon eine spezielle Scheibe mit Rillen verpresst. Diese Rillen sollen verhindern, dass sich die Schraube später so leicht löst. Die Schraube zieht später die Druckscheibe sauber gegen die Schleifscheibe. Auch die Druckscheibe wird noch einmal sauber bearbeitet. Mit einer dünnen Drehmeisel drehe ich das Loch genau passend aus, damit die Schraube gerade sitzt und später kein großes Spiel bleibt. Die Druckscheibe soll nicht nur irgendwie drücken, sondern möglichst sauber und plan aufliegen. Danach kommt der Adapter auf der kleinen Böhme und genau hier mache ich die letzte Anpassung. Diese letzte Passung mache ich bewusst auf der Böhme. Denn jedes Backenfutter hat seine eigene kleine Abweichung. Wenn ich das Endmaß direkt dort drehe, wo der Adapter später auch gespannt wird, läuft die Aufnahme besser zur Maschine. Jetzt drehe ich die Aufnahme vorsichtig auf Maß, bis die Diamantscheibe sauber passt. Nicht zu locker, nicht mit Gewalt. Sie sollte sauber geführt werden und trotzdem noch montierbar bleiben. Damit ist Universaladapter fertig. Eigentlich wollte ich nur schnell eine Aufnahme für eine Diamantscheibe bauen, aber am Ende ist daraus eine richtige Grundlage für meine kleine Schleiflösung auf die Böhme. Jetzt kann ich verschiedene Schleif- und Diamantscheiben mit 32 mm Aufnahme testen. Die Hoch der einzelnen Scheibe, die genaue Klemmung und die richtige Winkel für Drehmaße werden eigene Themen. Dieses Projekt ist damit nicht beendet. Es hat
hier die Tür für die nächsten Werkstattprojekte geöffnet. Wenn euch solche Lösungen interessieren, bleibt dran. Denn genau solche kleine Adapter entscheiden dann später, ob man in der Werkstatt nur improvisiert oder wirklich sauber und wiederholbar arbeiten kann.